Our expectations for the upcoming season is maintain the position in the Bundesliga. Dogfight. Ja. Jedes Spiel geht's gegen den Abstieg. Wir wollen den Klassenerhalt schaffen. Das ist einfach das, wo wir einfach vom finanziellen Rahmen als Verein stehen in der BBL. What comes to the ceiling of our team, you never know. Die Mannschaft ist aus dem Trainingslager zurückgekommen. Wir haben Hamburg rasiert, aber richtig, aber sowas von. Eigentlich kann ich es kaum erwarten, dass die Saison losgeht. Also ich habe ein ziemlich gutes Gefühl. There's been examples in the last years that you can really reach something special, but that remains to be seen. Damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Heimspiel der Crailsheimer in Würzburg. Klingt verrückt, ist aber so. Unser letztes Auswärtsheimspiel in Würzburg. Jeder kennt die Geschichte. Ja, Merlins haben mal wieder keine Halle. Tattoo-Messe torpediert unsere Planungen. Crailsheim im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt. Das Heimspiel hier auswärts quasi 90 Kilometer entfernt in Würzburg. So if we think about that last game in Würzburg and it all came basically down to one game and one game only, sometimes it's like that in sports. Alle Mitarbeiter mussten noch mit anpacken. Wir haben die komplette LED-Bande mit runtergeschleppt, all inklusiv für alle Fans und Sponsoren. Also wir waren wirklich dankbar um jeden Fan, der den weiten Weg nach Würzburg angetreten ist. Viele vielleicht mit einem Schuss glauben, dass es doch noch klappen kann, dass wir den Tabellenzweiten oder Dritten schlagen können. Und im Fernduell, die Eisbären Bremerhaven müssen verlieren und Crailsheim gewinnen. Das ist die einzige Chance für den schwarz spielenden Crailsheimer. Und Konrad Wysocki mit den ersten Punkten. Die dribbeln ihn jetzt sogar und trotzdem behält er die Ballkontrolle und findet Ricky Paulding für 3. 6 Punkte, die Führung für die Oldenburger, die aber auch in der Defensive solche Löcher dann zulassen und die Crailsheimer zum Ende der ersten Halbzeit wieder rankommen lassen. Und wieder, oh nee, kann Oldenburg das nicht nutzen. Starker Block von Sherman Gain, jetzt geht's nach vorne, der Dreier, nein, doch, Turner, nein, Ballgewinn, Messenet. Und Fastbreak-Punkte Oldenburg. Bittere Sequenz für die Crailsheimer. Imagine verkürzt. 6,5 Minuten noch, die über den Klassenerhalt entscheiden. Auch beim MBC und Bremerhaven ist es unheimlich eng. Seba Herrera vom Parkplatz. Seba Herrera für 3. Was ist denn mit dem? Letztendlich 1500 Leute sind mitgegangen. Jeder hat sein Bier bekommen, jeder hat seine Wurst gehabt und wir hauen die Oldenburger weg. Wie geil ist das? Ja. Turner. Wysocki für 3. Konrad Wysocki entscheidet dieses Spiel im letzten Spiel seiner Karriere. Hier ist das Spiel vorbei. Crailsheim hat gewonnen. Liebe Regie, zeigt uns bitte auch. We managed to win, and then we got the favorable result for us, obviously, from the other game where MBC beat Bremerhaven. 7 Sekunden und können mit einem Dreier ausgleichen. Das ist der letzte entscheidende Wurf zum Klassenerhalt. Der sitzt nicht. Crailsheim bleibt erstklassig. Und jetzt brechen alle Dämme hier. Crailsheim bleibt in der Easy Credit BBL. Das ist der Jubel.
I gotta say, it was for me more than joy. It was relief. It would have been extremely disappointing to go down because we had learned so much. I had learned as a coach a lot, and I think the organization had learned. We must make sure we don't repeat the same mistakes what we made the previous season. Letztes Jahr hatten wir so ein bisschen das Problem, dass mit sehr vielen erfahrenen Spielern natürlich dann so viele schon meinten, ja, ich weiß, wie es ist, wie es läuft. As a coach, I feel like I always have to think what's best interest of the team and what's best interest of the club, and we decided to take a different direction and drastically make the team younger. I really hope we'll see that was the right decision in the end. Bei der Rekrutierung war ich jetzt nicht dabei. Ich darf immer nur die Sachen unterschreiben, die sich unsere Trainer und die sportliche Leitung, also Ingo, sich so ausdenken. Aber ich habe da vollstes Vertrauen. Character-wise, we went into this summer looking for team-first guys and are kind of with an open mind, because we're going to do some stuff that's a little bit unconventional. Er möchte schnell spielen, er möchte aggressiv spielen. Im Endeffekt haben wir, glaube ich, eine viel bessere Athletik, als wir es letztes Jahr hatten. Auch einfach durch die Jugend, durch die frischeren Beine, die die Jungs haben dann dabei. But I think those are secondary qualities. We're really looking for good people and people you can work with. It's one of the best parts of coaching. You get to choose the people you work with for the most part. Wir hatten ja erst so ein bisschen das Gefühl, Mensch, es sind schon sehr viele neue Spieler, die dazukommen, zu Seba, zu Dwayne. Wir brauchen auf jeden Fall die Jungs, damit die anderen wissen, wo sie gelandet sind. Die anderen haben sich sehr gut integriert, weil die auch gute Charaktere sind und es hat einfach gepasst. We just instantly started to click as a team. And you know, like with Seba and Dwayne being like one of the captains, as well as Fabi, you know, being the captains, they really helped us out with the culture and with what coach wants and with how to approach practice, how to approach games. Wenn man auf die Vorbereitung guckt, wir haben schon da sehr früh erkennen lassen, dass es bei uns früh Klick gemacht hat, dass wir uns verstehen, dass wir wissen, was wir umsetzen wollen von den Trainern. It wasn't just all about basketball, you know what I mean? And I think that's big when you have a team. It's like if you guys only talk about basketball or you only do basketball all the time, it takes away the chance of like to getting to knowing the people on the team. Here we all brothers, man. Good job, AJ. It's over now. Hey, that's it, guys. On to the next. Team effort. If you look, we got different a language barrier, but in all, we all understand each other. When you get a group of guys that just wants to get better and keep improving and, you know, work on different parts of their game. And because the bigs contesting it, yeah. So I'm just going to dump it right down to you guys. Okay. You know, listen to when coaches is coaching you and, you know, take in advice and from other people. Can jump there. Otherwise, as he's running in, they're just going to pass it there one more pass. When you get all those things together, I think it's the formula for, you know, a good team and a good season. It seems they fit very well together. They seem to get along. They all like to practice. The reasons why I think I and all of the people in the club wanted to keep, especially Sebastian and Dwayne, is that we saw last year at the toughest moments at the end of the season, they were the guys who I really trusted. Also ich glaube, dass die zwei mittlerweile auch Kapitäne der Mannschaft, also Seba mit 21 ist natürlich schon eine Auszeichnung, aber er ist unser erfahrenster Spieler. Das ist jetzt im 3. Jahr bei uns. Sebastián Herrera, Shooting Guard Nummer 7. Ich bin der jüngste von 5 Kindern. Wir hatten zum Glück einen Garten mit einem Basketballkorb, wo wir
unheimlich viele Stunden Basketball gespielt haben. Mein Vater war Ex-Profi, nicht so vielen Jahren gespielt, aber schon professionell. Ja, ich hatte eine sehr gute Kindheit eigentlich, was viele Kinder gemacht haben, Sport und Schule. Und dann irgendwann kam das Angebot zum Glück von TBB Trier damals und ich habe keine Sekunde nachgedacht. Just a unique person. I think his story is a story about growth and overcoming obstacles. If I was to take a step back and not be a player on the team, I would love to watch his story. Like, you know what I mean? That gives kids hope that, you know what I mean, no matter at what point in time, even if you're struggling at this point, if you keep working, you'll eventually get to where you want to go. And that's Saber Herrera. Like, that's what he stands for. Ich musste schneller vielleicht erwachsen werden. Ich wurde direkt ins Gymnasium reingebracht, 11. Klasse. Dabei noch MBBL und Regionalliga, also die zweite Mannschaft von Trier. Es war einfach viel auf einmal, aber ich glaube, ich habe es gut gemanagt. Wir haben mit Trier Playoffs in Chemnitz gespielt. Viertelfinale haben wir verloren, ganz knapp. Und ich war gerade mit Abitur fertig und ich hatte quasi Urlaub bis August. Und ich war so verzweifelt, weil ich wusste nicht, was ich machen soll jetzt, wohin, ob ich in Trier bleiben soll. Sehr schnell kam der Telefonat von Thomas. Ja, also Kreisheim war von allen am besten. Also das Interesse von Thomas war groß und die Lage war perfekt, sozusagen sportlich gesehen. He's going to assume the responsibilities of a captain. I'm very confident in his ability that he can absorb that responsibility and really thrive in that role. He has really incredible character. He brings enthusiasm and competition and empathy at the same time to the team, and it's a really rare quality. Just try to send him to the basket somehow. 8, the shooter. Yeah. Try to send him somehow to the basket. Ein Kapitän für mich bringt Selbstbewusst, bringt Führungskraft, Motivation, bringt Reife. Vielleicht habe ich nicht alles davon, aber ich werde immer der selbstbewusste Mensch sein, der seine Mannschaft immer pusht. Bis ich sterbe, werde ich alles auf dem fucking Feld geben. Ja, natürlich braucht man ein bisschen Talent, weil was bringt. Also ich finde nicht, dass ein Kapitän kann die ganze Zeit rumschreien, aber wenn nicht auf dem Feld zeigt, denken deine Mitspieler vielleicht, ja, was soll das? Also wenn die nicht die Leader sind und vorne weggehen, wer soll es denn sonst machen? Dwayne hat alle Höhen und Tiefen der letzten Saison mitgemacht. Hi, I'm Dwayne Rosso, Point Guard, number 0 for Harco Merlins. I was originally born in Philadelphia, and I moved to Phoenix, Arizona, where I'm actually stayed, like basically, I'm still living there to this day. I went to Grand Canyon University, which was right in Phoenix. And I went to France my first year in Europe. When I first got here, I was just kind of in a routine of just going to practice and then going straight home. Kind of quiet. I was sat in the back. I didn't really want anything to do with talking. He definitely went through a learning curve last season with the team and with me. And I think through those tough times also our relationship grew stronger. Coach Thomas was big, like super big with me. He taught me like how to be a leader. It helped me evolve as a man, if I would say. So. My obviously first feeling about the team is very positive, but we'll see. It's going to be a long season.
Neue Saison, neue Gesichter, aber die Coaches sind dann doch die Alten. Ingo Freier bei den Jobsters Gießen 46ers und Thomas Isalo bei den Hakro Crailsheim Merlins. Wie fit sind sie? John Bryant, Big John, ja. Wie ist der drauf? Also im Jahr davor hat er uns praktisch geschlachtet noch. Wir wussten, hey, wir müssen verdammt schnell spielen. Also das war klar. Mit Dwayne Russell und Sebastian Herrera blieben lediglich 2 Spieler aus der Vorsaison. Jetzt ist kein Akteur mehr über 26 Jahre alt. The first game against Gießen, I sensed the nervousness. But we saw in that game that the things we had done in the preseason, there are things we can also do during the regular season, and that was a great sign. Jones, das ist ein früher, schneller Dreier vom Centerspieler und der passt. The first highlight was when we won, I think at Gießen. Herrera. Starke Aktion. Und das ist der Speed des flinken Dwayne Russell. Crailsheim tritt hier sehr gut auf. If you go back and look at the film, our very first alley was from me to him. And ever since then, we had that connection. Ballverlust. Jones. Oh! Hallihallo! I mean, it's nothing that you can teach. It's just IQs matching up with each other. Unser kleinster Mann mit dem größten Herz, er steigt da hoch und zementiert das Ding rein. All the guys always joke with me like, oh, you're gonna get one dunk the first game and never dunk again. Im dritten Viertel kommt die große Zeit von ihm hier, vom kleinen Dwayne Russell. Die Gäste dominieren diesen Abschnitt nach Belieben, zerlegen Gießen mit 35:18 und gehen mit 19 Zählern Vorsprung in den Schlussabschnitt. Gießen hat nichts mehr entgegenzusetzen. Bryant mit dem Ballverlust. Morgen lässt krachen. Crailsheim einfach mannschaftlich geschlossener und verdienter Sieger zum Saisonauftakt in Mittelhessen. And then a few rounds later, when we went to Bonn, and we had this game, which is really hard for me to even describe. Eine der positiven Überraschungen der noch jungen Saison, die Hakro Merlins aus Crailsheim mit weißer Weste und mit viel Selbstvertrauen nach Bonn gereist. The game against Bonn really opened my eyes up with this team, and I don't know if I will ever experience that as a coach, or the players will experience that in their lives, that everything goes your way. Gute Ballbewegung. Exzellenter Basketball. Exzellenter Basketball. Dwayne Russell. Alley-oop-Spiel abgeschlossen. Jetzt fangen die Zauberer auch noch an zu zaubern. we were just making everything like. Harter Block, ganz harter Block und das ermöglicht den zweiten krachenden Alley-oop-Dank von Crailsheim. Und der Topscorer der Crailsheimer melkt die Uhren Solzwich. Nee. Oh. That was one of the games where we showed like we're really good. Like we could be good. Like, you know what I mean? Everything clicked. It wasn't one person or two people. It was a team effort. And I think after that game, we started to develop I don't know what to call it, but a certain special things that really good teams have. We started to develop it. Fast der nächste Turnover. Die hasseln aber auch. Die hasseln, gehen jedem Ball hinterher. Das ist mal das, was du die ganze Zeit da investierst. Endlich mal so die Belohnung, dass du das direkt sehen kannst, so früh im Jahr schon, in der Saison. 21 Jahre. Mit 16 von Chile nach Deutschland. Um den Traum vom Basketballprofi wahrzumachen. Wieder Herrera. Aber wie? Aber wie? Mit Foul! Ja, was ist denn mit dem Jungen heute los? Unglaublich einfach, wie Silber auch 26 Punkte macht, alles reinwirft. Herrera, Wahnsinns-Dreierquote, 6 Treffer bei 8 Versuchen. Der Deutsch-Chilene am Ende erneut mit einem Career-High und was für einem. 26 Punkte, 6 von 8 von außen, 4 Assists. Die Halle ist saugeil, aber wir haben diese Halle zum Schweigen gebracht. Crailsheim überrollt Bonn.
Eine historische Niederlage für die Telekom Baskets Bonn. Die höchste in der Geschichte des Vereins, 82:114 und Crailsheim mit perfektem Saisonstart. 3 Siege in 3 Spielen. Wahnsinn für ein Team, das den Klassenerhalt als Ziel herausgegeben hat. Das war eine Demonstration, eine perfekte Demonstration. Und ja, also so ist man aus der Halle raus, Gänsehaut wieder, also wenn ich schon wieder davon erzähle. Basketball people in Germany, but also outside Germany, took notice that maybe there's something special here. Ich habe das auch gesehen, habe dann eingeschaltet und habe dann erstmal zweimal hingeguckt und es war wirklich sehr beeindruckend. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass selbst mit 30 vorne gewesen, normalerweise machst du dann einen Schritt zurück und nein, die Jungs haben einfach weiter drauf getreten und ja, das war ziemlich beeindruckend. Ja. Ich glaube, so das Highlight ist einfach, dass du gesehen hast, dass die Mannschaft in der Lage war, diese frische, jugendliche Intensität wieder und wieder aufs Feld zu bringen. Eben nicht abzuflachen, eben nicht nach 1, 2 Erfolgen dann vielleicht schon in Gedanken abzuheben und zu denken irgendwie, oh, das ganz Große passiert, sondern die haben einfach weiter gearbeitet und das hat uns, glaube ich, in dieser Phase ausgezeichnet. It still comes back to the hard work that the players put in. We really put them through an incredibly tough preseason. Durch harte Arbeit in der Vorbereitung und viele Wiederholungen, da waren wir, glaube ich, früher bei einem höheren Level als andere Teams, was uns einen Vorteil gebracht hat. It started in preseason. Everybody gelled so quick and so naturally. The beginning of the season was, fun. We were clicking on all angles. We were winning games. Die Hakro Merlins Crailsheim empfangen die BG Göttingen. Damit herzlich willkommen aus der Arena Hohenlohe. 4. Spieltag in der Easy Credit BBL. Das Überraschungsteam aus Crailsheim will im 4. Spiel seinen 4. Sieg. Das ist Javonte Hawkins, bisher der Topscorer. It didn't surprise me because of the work ethic and the work we put in practices, but it was just like a breath of fresh air to look at the hard work that we've done to come to pass. Let's stay very aggressive all the time off the catch. They don't know what to do, okay? They don't know what to do. Penetrate, pass, boom, attack the gap again, kick out. This is our best offense right now. Spann hat sie nur im Blick, nimmt den ganz weiten Dreier. Oh! Jan Spann! So nach einem Monat war ich niemals überrascht. Über keinen Sieg, kein Spiel, keinen Korb von jemandem. Ich war eigentlich nicht überrascht, weil so viel Arbeit und Zeit in alles drin gegangen ist. Ich war noch nie in einem Team, wie das so viel gearbeitet und so hart gearbeitet hat. Das gilt für alle Jungs, von den ersten bis zu den letzten. 4. Sieg im 4. Spiel. Die Hakro Merlins Crailsheim sind für eine Nacht Tabellenführer der Easy Credit BBL. That really was the most exciting part of the season for me because it shows what we can do and how we can win games and how tough we are and how gritty we are and how bad we want it. My name is Javonte Hawkins. I'm from Flint, Michigan originally, but I reside in Los Angeles, California. I come from a big family. I have 6 brothers and sisters, 3 girls and 3 boys. So I grew up playing basketball. That was the only sport I knew, the only sport I played. And it got me college scholarships and to play in college and to play professionally. Played in Finland my first year, played in Greece my second year. Now I'm here in Germany with the Hakro Merlins, and we're having a fantastic year so far. The BBL is very versatile. It's very up and down. You have teams that play at a slow pace. You have teams that play at a fast pace. It was difficult in Greece to score
It was more packed in defensively, but here in Germany is much more of my style of basketball. Thomas Issalo und die ungeschlagenen Crailsheimer zu Gast beim Saint-Tenix MBC. Die Gäste mit 4 Siegen in Folge kommen als Favorit. Überhaupt eine sehr, sehr gute, ausgeglichene Mannschaft. 6 Spieler haben bislang zweistellig gepunktet. Er ist der Topscorer und der für die Highlights zuständig ist bei den Gästen. Erstes Spiel gegen MBC ging es einfach nicht. Dreier durch Ferdi Zilka, 5:2. Ballverlust Hawkins. MBC hat einfach gegen uns gescored. Wir hatten sehr viele Probleme zum ersten Mal in der Saison so wirklich. Black mit deutlichem größten Vorteil. Das muss er Richtung Korb nehmen. Auch hier wieder der Extrapass. Herrera, Black. Natürlich haben wir ein bisschen gescored, ein bisschen gut verteidigt. Morgan für 3. Aber wir haben nicht gut gespielt, wir haben gestruggelt. Herrera. Guter Block. Am Ende haben wir es als Team irgendwie, weil gute Mannschaften können schlecht spielen und irgendwie gewinnen. Passiert immer. Jackson. Klasse Block. Morgan toll gerettet von Spahn. Spahn gegen Torodic, ganz tiefer Dreier. Jan Spahn, er ist sowas von cool bei diesen Würfen. Also ich erinnere mich einfach, dass MBC immer zurückkam. Zilka in der Schlussminute und da sind es nur noch 4 Punkte Rückstand. Also haben wir wieder eine schlechte Phase gehabt und dann wieder irgendwie das gedreht. Und es war so kontinuierlich und deswegen haben wir das Spiel auch gewonnen, weil das Spiel dominiert haben, obwohl wir schlecht gespielt haben. Am Ende gewinnen die Hakro Merlins Crailsheim verdient mit 95:87 in Weißenfels. Ich glaube, wenn wir beim letzten Interview hier saßen, da habe ich nicht irgendwie gesagt, dass man jetzt fünf Dinger da in Folge irgendwie holt. So, haben wir aber gemacht. 5 games in a row, that's another milestone. At one point, I think we was #1 in the league. Wir haben die Saison wirklich einzigartig angefangen und nachdem haben wir alle erwartet, dass etwas Schlechtes passiert und es passiert immer. Dass es nicht so weitergehen würde, dann im Endeffekt, dass wir jetzt nur noch von Sieg zu Sieg eilen. Ich glaube, das war jedem klar und ich denke, viele haben auch damit gerechnet, so wann kommt jetzt dieser Knick nach unten dann dabei. Da waren wir vielleicht kurz in einem kleinen mentalen Loch vor allem. Klar, irgendwann haben wir gesagt, irgendwann müssen wir mal verlieren, sonst wird es ja unheimlich. Ne? So zack, jetzt ist quasi die Realität in der BBL eingetreten. Yeah, the feeling of sitting out and, watching the guys struggle a little bit during my injuries. It was just tough. War das, was wir zuletzt gegen Bonn gesehen haben, dieser hohe Auswärtssieg, schon 100% Crailsheim-Identität? Ja. Es gab noch nie einen Heimsieg hier gegen Göttingen. Glauben Sie, das spielt eine Rolle in den Köpfen der Spieler? Nein.